Hi und willkommen bei der Leckley Show mit mir, Florian Strelitz. Immer noch aus meinem Wohnzimmer, das auch weiterhin in einem Supermarkt steht, eingerahmt von Bergen von Schokoladenweihnachtsfiguren, die mich, egal wie ich mich bewege, immer anschauen. Was creepy wäre, würde ich das nicht schon vom Verfassungsschutz so kennen, der mich schon seit der zweiten Show genau so auch beobachtet. Aus einem Gebüsch, das mitten in meinem Wohnzimmer steht. Sehr, sehr unverdächtig. Nicht umsonst hat der Verfassungsschutz die Show als Verdachtsfall eingestuft. Wegen dem Verdacht, gelegentlich auch mal lustig zu sein. Doch definitiv immer hart. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf Schokolade. Denn diese stapelt sich gerade wieder bis unter das Dach aller Supermärkte mit Weihnachtsfiguren. Jeder Deutsche isst im Jahr über 30 Kilogramm Süßigkeiten. Davon sind über 11 Kilo nur Schokolade. Mit Nutella vollgeschmierte Kinder noch nicht einmal mitgerechnet. Oder von Kindern mit Nutella vollgeschmierte Küchen. Außerdem kann man Schokolade auch anders nutzen, wie hier. 40 Schokolatiers aus dem Baskenland haben das rund 3,5 auf 8 Meter große Bild in Schokolade gegossen, zusammengefügt aus 14 großen Tafeln. Die Guernica aus 500 Kilogramm Kakao. Gegessen wird sie nicht, sondern ausgestellt in verschiedenen Städten. Wobei ich empfehle, das Werk nicht in der prallen Sonne hinzustellen. Ansonsten sieht es nur aus wie ein Werk von Dali. Oder als ob es aus Jackson Pollock gekommen ist. Und dabei meine ich nicht aus seinen Fingern. Vor allem kann man aus Schokolade Kunstwerke machen, weil Schokolade fast nichts kostet. So bekommt man bei uns schon eine Tafel Schokolade für gerade einmal 49 Cent. Und die ist zum einen so billig, weil man am Ende nicht die hochwertige Kakaobutter, die man zuvor aus den Kakaobohnen gepresst hatte, in die Schokolade mischt, sondern diese durch minderwertigere Fette ersetzt, weswegen man dann die Tafel Schokolade auch für 49 Cent bekommen kann, die dann nicht nur so schmeckt, wie Jens Spahn aussieht, sondern die man mit gutem Gewissen, weil ja nichts wert, am Ende in den Müll werfen kann, wie auch Jens Spahn. Aber vor allem kann man als Schokoladenproduzent noch viel mehr Geld sparen, wenn man am anderen Ende der Produktionslinie ansetzt, nämlich bei den Kakaobauern selber. Nur dann sieht es beim Anbau von Kakao so aus, wie hier in der Elfenbeinküste. Die größte Schattenseite des Geschäfts mit Kakao ist die Kinderarbeit. Die Machete als Arbeitswerkzeug scheint für Kinder normal. Bei den Bauern, die wir treffen, helfen die Kinder mit. Hier sammeln sie Orangen. Wenn die Kamera nicht dabei ist, wohl auch Kakaofrüchte. Kinder sind die billigsten Arbeitskräfte. Sie sagten, wir sollen unsere Kinder nicht arbeiten lassen. Deshalb müssen wir Angestellte suchen, die uns helfen können. Dafür braucht es aber Geld. Arbeit statt Schule. Das ist eine Auswirkung der Probleme von Kinderarbeit. Und ein Kind sollte niemals eine Machete halten, die fast größer ist als es selber. Dafür gibt es doch extra Babymacheten aus der Michael Myers Kollektion. Aber es betrifft eben nicht nur die eigenen Kinder, sondern gerade in der Elfenbeinküste machen diese Arbeit auf vielen illegalen Plantagen vor allem Kindersklaven. Kinder, die aus dem Nachbarland Burkina Faso vor Armut und Terror geflohen sind und von Schleppern an Kakaoplantagen verkauft wurden. Die Jahre ohne Bezahlung auf den Plantagen arbeiten müssen, immer in der Hoffnung, eines Tages vielleicht vom Besitzer eine kleine Parzelle zu bekommen und damit selber Geld zu verdienen. Allerdings immer noch auf einem Land, das weder ihnen noch dem Plantagenbesitzer gehört. Gerne würde ich dir das jetzt hier mit ein paar Ausschnitten aus Paul Moreras Film von 2019 Chocolate's Hearts of Darkness zeigen. Ein Film, der selbst mich zum Heulen gebracht hat. Zum einen, weil dort gezeigt wird, wie man für 300 € einen Kindersklaven kaufen kann. Und zum anderen, dank der neuen Urheberrechtsreform darf ich dir das hier nicht zeigen. Denn das ist ja der Sinn der Urheberrechtsreform, nicht zeigen zu können, wie unser Konsum Kinderarbeit nicht nur billigt, sondern forciert. Nun könnte man natürlich meinen, weil auf vielen Rückseiten von Schokoladenprodukten wie von Mars, Nestle, Lindt und Ferrero Zertifikate von zum Beispiel der UTZ oder eigene Initiativen drauf sind, ist das Geschichte. Das wäre wünschenswert, aber dem ist nicht so. Denn trotz aller Versprechen der Schokoladenriesen kommen trotzdem tagtäglich
Tonnen von Kakao in den zertifizierten Handel, der mit Kinderarbeit hergestellt wurde. Weil keine Firma dieser Welt das bis in die kleinste Ecke Westafrikas kontrollieren kann. Oder will, denn das würde ja Geld kosten. Geld, das man lieber als Marge einstreicht. Also schützt das beste Zertifikat nicht vor Kinderarbeit in der Schokolade. Ganz im Gegenteil. Und ein weiteres Problem stellt auch der Anbau von Kakao selber dar, da dieser eine sogenannte Monokultur ist. Dies bedeutet, dass man dort keinen Stereoempfang auf seinen Apple AirPods hat, sondern der Boden nach und nach ausgelaugt wird, bis nichts mehr dort wachsen kann. Und damit die Lebensgrundlage eines jeden Bauern zerstört ist. Was man bereits in Brasilien erleben konnte. Denn der brasilianische Bundesstaat Bahia war einst der größte Produzent von Kakao auf der Welt, bis die Überproduktion in Bahia den Weltmarktpreis für Kakao zerschoss und dann das hier 1989 passierte. Der sogenannte Hexenbesen, 1989 eingeschleppt aus dem Amazonasgebiet. Innerhalb 10 Jahren fielen dem Pilz rund 90% aller Kakaobäume zum Opfer. Die meisten Plantagen wurden aufgegeben. Jetzt rächte sich die jahrzehntelange Monokultur. Die lokale Landwirtschaft brach zusammen, die Bauern wurden arbeitslos und zogen in die Stadt. Slums entstanden. Und es hat bis heute gedauert, die Böden wieder fruchtbar zu machen. Allerdings hatte Brasilien dafür deutlich mehr finanzielle Mittel zur Verfügung als zum Beispiel die Elfenbeinküste. Und Abhilfe kommt nicht, wie man nun denken könnte, von staatlicher Seite oder durch Entwicklungsgelder, sondern bizarrerweise von den großen Schokoladenproduzenten selber, die zuvor jahrzehntelang auf Kosten der Menschen und der Umwelt ihre Gewinne maximierten. Allerdings machen diese ihre Hilfe nicht etwa aus altruistischen Gründen, sondern, wie mit erschreckender Ehrlichkeit hier Wisman Jaya von Nestle offen sagt. Wir wollen die nachhaltige Versorgung von Rohmaterialien sicherstellen. Die Bauern brauchen nachhaltige Anbaumethoden und profitable Farmen. Aber wir machen keine Wohltätigkeitsarbeit. Das ist Business. Diese Bauern sind unser langfristiges Geschäftsinteresse. Ramhat baut seit 30 Jahren Kakao an. Durch das Programm hat er die Produktivität per Hektare verdreifacht und seine Lebensqualität verbessert. Effizienz schlägt halt alles. Und noch bizarrer ist, dass es den Bauern wirklich helfen könnte, mehr zu verdienen. Und als netter Nebeneffekt machen sie sich damit von Konzernen wie Nestle noch abhängiger, die wiederum dadurch ihre Produktion sichern. Denn das größte Problem beim Kakaoanbau ist nicht etwa die Kinderarbeit oder die zerstörte Umwelt, sondern auf der Welt kann nur eine gewisse Menge an Kakao angebaut werden. Diese reicht aber nicht aus, um den Bedarf zu decken. Denn auch wenn wir in Europa knapp 2 Kilo reinen Kakao im Jahr brauchen für unsere Schokoladenprodukte, ist der asiatische Markt für Schokoladenproduzenten noch viel interessanter. Denn alleine in China wurde bisher nur gerade einmal 20 Gramm reiner Kakao pro Chinese verbraucht. Tendenz massiv steigend bei 1,4 Milliarden Menschen in China, die auch billige Schokolade haben wollen wie wir. Und das geht nur, wenn alle Schokoladenproduzenten dafür sorgen, dass noch mehr Kakao angebaut wird. Nur haben sie dabei einen mächtigen Konkurrenten, der nicht weniger umweltschädlich ist. Nestle hat versprochen, bis 2020 eine Null-Entwaldungspraktik umzusetzen. Dadurch gerät die Palmölindustrie unter Druck. Sie braucht neue Plantagen, ohne abzuholzen, und will Bauern überzeugen, Palmöl statt Kakao anzupflanzen. Die Palmölfirma sagte mir, ich solle alle meine Kakaobäume schneiden. Sie gaben mir dafür 300 Palmensetzlinge. Ich muss nichts zurückzahlen, sondern ihnen während 25 Jahren die Früchte meiner Palmen verkaufen. Und Palmöl ist definitiv nicht besser als Kakao. Es hat genau dieselben Probleme. Kinderarbeit, Monokultur und ausgebeutete Menschen. Wobei ich persönlich niemals einer Firma trauen würde, die mir kostenlos Setzlinge gibt und nur meine Ware für 25 Jahre kaufen will. Das ist mir zu sehr Facebook-like, die einem ebenfalls ihr kostenloses Produkt anbieten, damit sie mit den gesammelten Daten Milliarden verdienen können. Und als Bonus noch die eine oder andere Demokratie zerstören oder zum Genozid an den Rohingya beitragen können. Also was können wir besser machen? Zum Beispiel aufhören, Rohstoffe
wie Kakao an den Börsen zu handeln. Denn dort können Spekulanten den Preis mit einfachen Mitteln in den Keller treiben, allerdings nur auf Kosten der Menschen, die den Kakao anbauen. Nicht uns denn, bei uns kriegt man eine Tafel Schokolade beim Discounter immer noch für 49 Cent. Egal, ob der Kakaobauer in Ghana verhungert oder seine Kinder. Vor allem dürfen wir das Nicht-Unternehmen selber überlassen, es besser zu machen. Denn die machen das nicht besser. Außer es dient der eigenen Profitmaximierung. Und wir dürfen uns auch nicht hinter Zertifikaten verstecken und uns in Sicherheit wähnen, die uns gerade in den Versionen der Schokoladenhersteller nur vorgaukeln, dass es dort keine Kinderarbeit beim Anbau des Kakaos gibt, weil es niemand kontrollieren kann. Oder besser gesagt, kann und will das kein Großunternehmen machen, weil dann die Tafel Schokolade nicht mehr 49 Cent kosten würde, sondern 2,49 €. Dass es besser geht, zeigen viele kleine Schokoladenmanufakturen, die darauf achten, den Kakaobauern deutlich mehr zu bezahlen. Sie aber dabei nicht an sich binden, wie ansonsten nur die Nachhaltigkeits- und Bondage-Abteilung von Nestle. Nur dann kostet eine Tafel Schokolade auf einmal nicht mehr 49 Cent, sondern 5 €. Und bei dem Ganzen dürfen wir eines nicht vergessen, nämlich, dass wir mal wieder als Konsumenten das Ganze in unseren Händen haben. Aber seit Jahrzehnten stehen wir darauf, dass Schokolade so billig wie möglich ist, damit auch dieses Jahr wieder Berge von Schokoladen-Weihnachtsfiguren im Supermarkt vergammeln. Oder von uns spätestens kurz vor Ostern in den Müll geschmissen werden, um Platz zu machen für die Schokoladen-Osterhasen, die spätestens im Sommer trotzdem wieder nur im Müll landen. Nur wir können das ändern. Wieder einmal. Und eben nicht erst seit heute, sondern schon seit gestern oder sogar schon seit 20 Jahren. Und der boshafte Sarkasmus an der ganzen Sache mit der Schokolade ist, dass die Elfenbeinküste und Ghana zusammen die größten Kakaoproduzenten der Welt sind, in der aber die wenigsten überhaupt einmal im Leben auch nur ein Stück Schokolade selber essen können. Weil selbst eine Tafel Schokolade vom Discounter hier bei uns mehr kostet, als diese Menschen in ihrem ganzen Leben sparen könnten. Und daran kannst du das nächste Mal denken, wenn du wieder einmal vor einem Berg von Schokoladenfiguren bei deinem Supermarkt stehst. Zu welchem Preis der Berg dort vor sich hingammelt und einen Tag nach Weihnachten wieder auf dem Müll landen wird. Wie jedes verfickte Jahr. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder in einer Woche, dann mit einer neuen Ausgabe der Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.